Hallo liebe Brettspiele, die Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute der nächste Teil meiner Messevorschau und heute geht es um einen meiner Lieblingsmechanismen. Und zwar um Worker Placement. Ich zeige euch heute 10 Worker Placement Spiele, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde und auf die ich schon sehr gespannt bin. Dann wollen wir direkt loslegen. Los geht's! Auch hier ist es wieder so, wie ich in den letzten Videos auch schon gesagt habe. Ich habe die Spiele nicht gespielt. Ich gehe allein hier nach den Bildern und was hier so im Text steht, was ich da so rausgefunden habe. Als erstes schauen wir uns ein Spiel an, was jetzt bei Strohmann Games auf Deutsch erscheinen wird. Organisiert von Red Mojo Games. Und zwar geht es um Inferno. Das Thema hier ist ein bisschen abgedreht, denn Inferno ist ein Seelenmanagement-Spiel, bei dem jeder Spieler Sünder zu ihren jeweiligen Kreisen in die Hölle führen muss. Ja, so ein Thema hatte ich auch noch nicht gehabt jetzt beim Spiel. Hier ist der Spielplan. Der Spielplan besteht aus 2 Teilen. Wir haben ja einmal die 9 Kreise und das Seelenregister. Das ist dieses hier. Und der andere Teil ist wohl Florenz im 14. Jahrhundert. Ich denke mal, das wird der obere Teil hier sein. Und jede Runde besteht hier bei diesem Spiel wohl aus 2 Phasen. Wir haben einmal die Inferno-Phase und die Florenz-Phase. In der Inferno-Phase bewegen wir hier unseren Marker durch die Hölle und erhalten Verrufenheitspunkte. Und in der Florenz-Phase können wir hier einen Ort in der Stadt besuchen und die Aktion machen oder einen Sünder entlarven, der dann hingerichtet wird. Dessen Seele wird dann in die Hölle geführt. Wenn wir das machen, dann rücken wir hier auf diesen Höllenregister wohl voran. Thematisch schon sehr speziell. Wir können uns mal hier so ein paar Bilder anschauen. Ist aber eine Menge dabei, Menge Material, so wie es ausschaut. Das wird hier Florenz sein, die Florenz-Phase. Ja, hier sieht man, hier sind so Symbolik, ja, wenn man die Arbeiter da einsetzt, denke ich mal, kann man die Aktion machen. Ein sehr interessantes Spiel. Keine Ahnung, wie es jetzt wirklich ankommt, ja, und wie sich das spielerisch umsetzt. Gerade vom Thema her kann ich mir natürlich vorstellen, dass das dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt. Es gibt ja immer so Leute, die Probleme haben mit Themen, ja. Ich finde es interessant, ich schaue mir auf jeden Fall an und ich denke, da könnte auch tatsächlich was für mich sein. Inferno. Dann haben wir hier schon das nächste, Age of Automaton. Thematisch spielt das Ganze im 21. Jahrhundert. Und da ist die Robotertechnologie auf dem Höhepunkt. Die Nachfrage nach Roboterarbeitern ist in diesem Zeitpunkt wohl enorm, aber der Einsatz intelligenter Roboter kostet natürlich eine Menge Geld. Und weil nicht alle so viel Geld haben, kommen die Automaten im Spiel. Diese Automaten werden dann in den Weltraum geschickt, um nach neuen Materialien zu suchen. Auch crazy vom Thema her, oder? Das Spiel ist übrigens vom 4-Game, habe ich vorher noch nie gehört. 2 bis 4 Spieler ab 14 Jahre und hat eine Komplexität von 3,0. Und in diesem Spiel sind wir ein Besitzer einer Automatenfabrik, ein neuer Besitzer einer Automatenfabrik und wir versuchen über 5 Runden halt möglichst viele Punkte zu machen. Jetzt haben wir noch nicht so viele Bilder hier, aber das, was man so sehen kann, mit Würfel dabei, auch viel Platz auf dem Tisch. Hier natürlich wieder Leisten, da vorne sind die Würfel. Würfel sind ja immer so ein bisschen Glückssache dann. Und Karten, der Ganze scheint auch sprachneutral zu sein. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Wie gesagt, der Verlag sagt mir gar nichts, habe ich vorher auch noch nie gehört. Es scheint sogar sehr viele Leisten zu geben, so wie es ausschaut hier. Ah, und da sind die Worker Placement Felder, da sieht man auch die kleinen Worker stehen. So, da sind auch nochmal die Worker. Also, Worker Placement Spiel. Nicht viele Infos da, schaut aber interessant aus und damit Weltraumthema, sowas geht ja immer. Ich habe mir ja letztes Jahr auf der Messe Ceres mitgenommen und das hat mir echt sehr gut gefallen. Da habe ich mir ja auch noch die Erweiterung gekauft. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, ja. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Age of Automaton. Ob man so ausspricht, weiß ich nicht. Werde ich mir auf jeden Fall aber auch anschauen. Dann kommen wir zum Teil, wo wohl sehr viele drauf warten, wie ich das mitgekriegt habe. Denn es ist wohl der Nachfolger von Dwellings of Eldervale, ein Spiel, was bei den meisten Leuten mega gut ankommt. Ich habe es auch mal gespielt und ich fand es auch nicht schlecht. Aber viele Leute feiern das Spiel total ab. Und da haben wir jetzt Andromeda Age. Ist auch von Cardboard Alchemy, die auch schon Dwellings of Eldervale gemacht haben. Hier bei BGG steht übrigens hier We Implements Dwellings of Eldervale, also baut das auf diesem Spiel wohl auf. Sind die in diesem Spiel ein Anführer einer Fraktion, einer verzweifelten Fraktion, steht hier sogar, und versuchen eine neue Zivilisation am Rande von Andromeda aufzubauen. Wir haben zu Beginn nur eine Raumstation, ein paar Schiffe und wenige Ressourcen. Und indem wir unsere Schiffe halt sorgfältig platzieren, also ist das Worker Schiffsplacement-Spiel, können wir Ressourcen sammeln, Monde beanspruchen oder wir erwerben Module, die wir in unserer Station hinzufügen können. Weiterhin können wir noch Planeten bevölkern und die dann entwickeln. Und natürlich kämpfen wir mit unseren Gegnern und versuchen uns auf diesem Fortschrittsleisten möglichst weit vorne zu entwickeln. Auch hier sehen wir schon wieder, wie bei Dwellings auch, ja, Menge Material, verschiedene Monster. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das die Deluxe-Version ist.
Jeder hat wieder sein eigenes Spieler-Tray, das hatten wir ja da auch gehabt. Wirklich viele Bilder vom Spiel haben wir hier noch nicht. Hier sieht man wohl das Tableau der Spieler. Hier haben wir einen Teil vom Spielplan. Und hier sind die Raumschiffe. Denn wenn wir am Zug sind, dann starten wir entweder einen unserer Raumschiffe oder wir bringen ihre Schiffe zu unserer Station zurück. Und wenn wir die Raumschiffe starten, dann bringen wir die halt hier zu einer Region auf dem Spielplan. Und dann können wir hier zum Beispiel mit den Raumschiffen Ressourcen sammeln, die wir brauchen. Sollte hier schon einer drauf sein auf dem Feld, dann findet ein Kampf statt. Kommt euch bekannt vor, oder? Dieser Kampf funktioniert natürlich, wie im anderen Spiel auch, mit Würfeln. Und während des Spiels bauen wir uns halt so eine Fraktion auf und bauen unsere Raumstation aus, dass sie halt immer wieder stärker wird. Hier sehen wir so ein paar von den Leisten noch und hier nochmal den ganzen Spielplan. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Die deutsche Version erscheint ja jetzt bei Forsted Games. Momentan habe ich jetzt noch keinen Preis. Steht bestimmt hier auch drin, aber wird bestimmt wieder über 100 Euro kosten, denke ich, oder? Keine Ahnung. Schaue ich mir auf jeden Fall auch mal an. Andromedas Edge. Dann, mein nächstes Spiel ist ein Spiel von Uwe Rosenberg. Das darf natürlich nicht fehlen in der Spielvorschau. Und natürlich gleichzeitig ein Spiel vom Feuerland, was auch nicht fehlen darf. Denn Feuerland hat wirklich immer gute Spiele. Und zwar haben wir hier Black Forest. Wenn ihr ein bisschen was über Black Forest wissen wollt, dann schaut mal in mein Ratingen-Video. Oder war es Herne? Herne, glaube ich. Da hat die Inga uns das Spiel so ein bisschen erklärt. Ja, da bekommt ihr schon einen Überblick über das Spiel. Ziemlich im letzten Drittel des Videos, würde ich sagen. Aber ihr könnt euch hier gerne das ganze Video anschauen. Black Forest ist, wie gesagt, ein Spiel von Uwe Rosenberg und basiert auf dem Spiel Glasstraße, was auch von Uwe Rosenberg ist und schon ein bisschen älter war. Da kam vor ein paar Jahren ja die Neuauflage. Und das Ganze spielt natürlich im Schwarzwald und wir beginnen mit einem kleinen Anwesen, das wir gerne ausbauen wollen. Und das machen wir, indem wir über den Spielplan von Dorf zu Dorf reisen. Das seht ihr hier, ja, das sind die Dörfer hier vorne. Hier in den Dörfern sind halt Spezialisten, um da die Hilfe dieser Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Also wir machen da die Aktion in den Orten. Diese Fähigkeiten der Spezialisten geben uns zum Beispiel Ressourcen oder geben uns neue Landschaftsplättchen oder ähnliches. Und was ganz wichtig ist, weil ich fast vergessen hätte, die Spezialisten bringen uns auch Gebäude. Und diese Gebäude haben halt entweder einen einmaligen Soforteffekt, dann gibt es Gebäude, die uns während des Spiels Punkte bringen und Gebäude, die am Ende des Spiels Punkte bringen. Kennt man schon. Manchmal sind es Garten, hier haben wir halt Gebäude. Auf unserem Spielertableau, das seht ihr hier, haben wir 2 so Ressourcenräder. Die helfen uns so ein bisschen, den Überblick über die Ressourcen, die wir haben und die Produktion zu behalten. Und diese Ressourcenräder, die hatten wir halt auch schon in Glasstraße. Der Hauptunterschied zwischen Glasstraße und Black Forest besteht halt da in der Aktionsauswahl. Während wir jetzt hier, deswegen mein Video, Worker Placement haben, bei Black Forest, hatten wir bei Glasstraße Action Selection. Ihr seht so ein bisschen Spielermaterial. Ja, ich denke mal, hier bauen wir halt die Gebäude hin, die uns die Punkte geben. Hier den Spielplan nochmal von nah mit den ganzen Helfern. Hier die Räder, hier jede Menge Gebäude. Steht auch drauf, dass hier jede Menge Gebäude sind, dass man immer eine hohe Abwechslung hat. Und hier habt ihr einmal das ganze Material vom Black Forest. Ja, ein Spiel, auf das ich mich auf jeden Fall sehr freue. Ja, schon nach der Erklärung, die ich damals gekriegt habe und was ich so bekommen habe. Ich habe tatsächlich die Glasstraße noch nicht gespielt. Aber die Glasstraße hat kein Worker Placement. Deswegen ist wohl der Black Forest auf jeden Fall die bessere Glasstraße. Dann machen wir weiter mit dem Spiel von Guanyo Creations. Wird auch in Deutsch erscheinen bei DLP Games, glaube ich. Die jetzt übrigens mittlerweile richtig geile Spiele besorgen, ja. Und zwar haben wir hier Beyond the Horizon. Das Ganze ist der Nachfolger von Beyond the Sun, was bei Strohmann erschienen ist. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Immer noch ein klasse Spiel. Grafisch war es eher wie ein Prototyp. Aber spielerisch hat es mir echt Spaß gemacht. Und hier haben wir halt den Nachfolger mit Beyond the Horizon. Laut den ersten Infos, die ich gehört habe, soll das auch komplexer sein als Beyond the Sun. Aber wenn ich jetzt sehe mit 3,5, Beyond the Sun war ungefähr auch in diesem Level. Wenn wir uns aber den Spielplan anschauen, dann erkennen wir schon Gemeinsamkeiten, ja. Wir entwickeln, da haben wir die Technologien gehabt, die wir entwickeln können. Wir mussten immer die beiden haben, dass wir den nächsten hier entwickeln können. Und auch hier schaut es so aus. Ja, hier haben wir die Striche. Das heißt, wenn wir die beiden haben, können wir erst den entwickeln und so weiter. Wir können bis hinten entwickeln, drehen immer wieder um. Und durch das Entwickeln haben wir ja immer wieder neue Einsatzfelder freigeschaltet, ja, die wir, nachdem wir die entdeckt haben, auch benutzen konnten. Und so hatten wir immer unterschiedliche Einsatzfelder während des Spiels. Nicht jeder konnte die halt benutzen, dafür mussten wir die erstmal erforschen. Und so ähnlich schaut das hier auch aus. Wir haben aber hier nebenbei noch so ein paar Hextiles. Und diesmal spielen wir nicht im Weltraum, sondern Beyond the Horizon ist ein Zivilisationsspiel. Wir versuchen halt bei diesem Spiel zur einflussreichsten Gesellschaft der Geschichte zu werden. Wir können hier zum Beispiel als Aktion neue Länder erkunden, können diese Länder besiedeln und wir können neue Städte bauen und wir können den Fortschritt weiterentwickeln. Das werden wohl diese Plättchen sein. Und wer die meisten Punkte hat, ist hinter der Gewinner des Spiels. Wie gesagt, optisch hat es schon viel gemeinsam, zumindest vom Spielplan jetzt her, ja, mit Beyond the Sun. Aber hier durch diese Plättchen und so ist es schon ein bisschen anders. Ihr seht da mal so eine Karte, seht da mal bei Beyond the Sun auch. Hier konnten halt die Leute, die entwickelt haben. Und hinterher kann man hier seinen Marker reinstellen, um hier eine dieser Aktionen zu machen. Aber nur, wenn man hier entwickelt hatte. Und das schaut hier halt ähnlich aus.
Das werden bestimmt die Landschaften sein oder die Städte, die wir bauen. Und das ist ein neuer Aspekt. Wenn er wirklich noch dazu kommt, dann ist es wirklich komplexer als Beyond the Sun. Hier sehen wir das Playerboard und das schaut ähnlich aus. Ja? Hier haben wir 3 Reihen und immer wenn wir hier was freischalten wollen, dann hier oben, dann müssen wir erstmal unten gucken, dass wir hier die Würfelchen wegkriegen. Ja, und oben halt genauso. Hier nochmal Playerboard in den Totalen, da sehen wir halt alles, ja. Also sehr viele Gemeinsamkeiten mit Beyond the Sun, was mir gut gefallen hat, aber was irgendwie auch unter dem Radar lief, oder? Am Anfang haben viele gefeiert und mittlerweile hört man gar nichts mehr davon. Ich muss gestehen, ich habe meins auch schon ewig nicht mehr aus dem Regal geholt, aber ich habe schon öfters auf BGA gespielt. Und dafür ist BGA gut, da kann man immer wieder Spiele spielen, die man mal längere Zeit nicht auf dem Tisch hatte, oder wo man keine Lust hat, das aufzubauen. Beyond the Horizon. Da haben wir schon die Hälfte der Spiele weg, dauert diesmal wohl ein bisschen länger. Und hier kommt schon das 6. Spiel, was ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Und das ist ein Spiel von David Rimbach, von Hodari Spiele, und zwar Galaxy Postman, A Space Adventure. Das Ganze stand letztes Jahr schon als Prototyp und ist nach Wotaki sein nächsteres, komplexeres Spiel. Einmal zum Thematischen, da muss ich euch einmal vorlesen. Im Jahr 2986 bewohnten die Menschen die Erde, die durch den Klimawandel völlig zerstört wurde, nicht mehr. Die Menschen waren gezwungen, nach alternativen Planeten als Siedlung zu suchen und sich schließlich auf Dutzende kleine Mikroplaneten auszubreiten. Die Galaxy Post wurde für den Austausch materieller Dinge zwischen den Planeten wie Bestellung, Briefe und natürliche Rechnungen gegründet. So, und da ist einer von uns ist dann der Galaxy Postman. Denn jetzt übernehmen wir eine der ersten Schichten als Galaxy Postman. Das Ganze ist ein Pick-up-and-Deliver-Spiel und wir haben hier Dice-Worker, also Würfelworker. Und im Spiel machen wir, was so ein Postmann macht. Wir liefern Pakete aus, wir liefern Aliens ab, wer kennt's nicht, ja, wir hatten noch nicht ein Alien mal gekriegt. Und wir liefern natürlich Nachrichten aus. Und in jeder Runde wird jeder Spieler immer ein Würfel und legt die hier auf seinem Tableau, um diese Plättchen hier zu aktivieren. Während des Spiels wächst hier unsere Galaxie und der Postbote muss halt immer weitere Wege zurücklegen. Und dabei müssen wir natürlich aufpassen, dass unser Shuttle nicht beschädigt wird. Hört sich sehr interessant an. Ich mag ja Dice Placement, ja, gerade wenn die Würfelzahlen noch irgendwelche Bedeutung haben, wie bei Valeria. Die Valeria-Reihe zum Beispiel, ja, da haben wir ja keine Worker, da haben wir halt Würfel, die wir einsetzen und je nach Zahl sind halt dann immer die Aktionen stärker, schwächer und so weiter. Und das scheint hier auch so zu sein. Ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel. Weiß nicht, ob wir jetzt hier tatsächlich hier nur die 6 Einsatzfelder haben oder 7 oder ob wir dann noch ein bisschen was ausbauen können. Ach nee, guck mal, hier liegt auch noch Würfel. Also da ist schon ein bisschen mehr. Ein Dice-Placement-Spiel, was in der Galaxie spielt, wo wir der Post-Weltraummann sind. Der Galaxy Postman. Komplexität 2,85. So, das war mein 6. Dann haben wir noch die letzten 4. Und weiter machen wir ein Spiel von Germain Pelmian, der auch Bitoku zum Beispiel gemacht hat. Und zwar haben wir hier Men-Nefer. Men-Nefer ist auch bekannt als Memphis und wurde 3050 vor Christi gegründet. Die Stadt liegt südlich des Nildeltas. Und damals war Men-Nefer halt die Hauptstadt des alten Ägyptens. Das Spiel geht über 3 Epochen. Und während dieser 3 Epochen gibt es hier wohl eine neuartige Auswahl von Aktionen, indem wir Arbeiter platzieren und gleichzeitig Plättchen dadurch ziehen. Wir versuchen damit halt die größtmögliche Anzahl an Prestigepunkten zu erreichen. Vom Material sieht es auch klasse aus hier. Hier sehen wir mal den ganzen Spielplan. Aktionen, die wir bei diesem Spiel machen können, sind Wissen in den Häusern des Lebens erwerben oder auf dem Nil navigieren, Handel betreiben, dem verehrten Gott Opfergaben darbringen, einbalsamierte Leichen der Adligen, um sie ein besseres Leben zu schicken. Und wir können wunderbare Sphinxen errichten. Hier sehen wir schon welche. Und natürlich helfen wir mit, hier die große, wunderbare Pyramide zu bauen. Das Ganze scheint schon eine ziemliche Materialschlacht zu sein, wenn ich das hier sehe. Aber hört sich für mich mega interessant an. Ja? Hier haben wir den Nil, wo wir mit dem Schiffchen schippern können. Hier sehen wir so Pyramidenteile mit einem Ankh drauf. Und wahnsinnig viele Worker es hier gibt. Ja? Wir haben so Sphinxen, wir haben hier normale Worker. Hier sehen wir die Spielertableaus. Auch da kann man sich bestimmt wieder Sachen freischalten, wenn man die wegnimmt. Leisten, eigene Leisten hier auf den Tableaus. Hier unten kann man Plättchen einlegen. Ich denke mal für Punkte, Endwertungspunkte. Hier sehen wir einen Teil einer Pyramide. Und hier sind die Plättchen. Ich denke mal, das ist das hier. Wir setzen den Worker ein und nehmen dieses Plättchen. Weil hier, da steht halt drin, dass man beim Einsetzen der Worker, die gleichzeitig versuchen, mit dem Plättchen ideal zu kombinieren. Ist so ein bisschen auch im Amritza, da haben wir auch 2 Sachen gehabt, die man kombiniert haben, ne? Weil ich jetzt nicht weiß, ob die Symbole hier auf den Pyramiden was zu sagen haben, aber bestimmt, wenn man sowas abdeckt, so ähnlich wie bei Teotihuacan. Hier nochmal eine Totale über den Spielplan. Ja, jetzt auf den ersten Blick, eins der Spiele, wo ich mich am meisten drauf freue, ja, sieht mega aus, auch von dem ganzen Material. Ich hoffe, kann halt dem standhalten, meinen Erwartungen standhalten. Der Ganze hat eine Komplexität von 4,0
Ist also nichts jetzt für mal eben nachts um 2, obwohl für den einen oder anderen auch. Ja, und als Mechanismen haben wir ja Einkommen, Open Drafting, Set Collection, Track Movement und Worker Placement. Sonst wärt jetzt nicht dabei. So, dann habe ich noch 3 weitere Spiele. Und als nächstes zeige ich euch hier Phoenix New Horizon. Ein Spiel, was ich jetzt tatsächlich schon vorbestellt habe für die Messe, um es abzuholen. Das Ganze ist von Pero Loco Games oder so ähnlich. Und die hatten halt letztes Jahr Satori und das Spiel hätte ich gern gehabt. Und dann haben sie es erst nicht verkauft, weil alle reserviert waren. Man kann es halt vorab reservieren. Auf BGG unten findet da unterm Forum so ein Formular. Da kann man sich die Spiele reservieren und dann abholen. Steht auch schon die Preise drin. Ich meine, da kostet 55 oder 59, weiß nicht, Satori 45, irgendwie sowas. Und naja, letztes Jahr bin ich dann immer hingegangen und die haben halt alle Spiele, die nicht abgeholt worden sind, haben sie dann sonntags wohl abgegeben. Und da war aber keins mehr da. Und deswegen, ich habe immer noch keinen Satori, aber ich habe mir jetzt diese auch eins reserviert und ein Phoenix New Horizon. Auch hier haben wir jede Menge Material. Das Ganze ist ein Eurogame, bei dem wir die Kontrolle über ein Kommandoteam übernehmen, dessen Aufgabe es ist, die Erde neu zu besiedeln. Denn das Ganze spielt im Jahre 2021, also in der Vergangenheit. Nach Jahren der Abgeschiedenheit im Untergrund kommt die Menschheit an die Oberfläche, angetrieben durch die Entwicklung bahnbrechender neuer Technologien. Also ist schon so ein bisschen Horrorszenario. Wir übernehmen in dem Spiel, wie gesagt, die Kontrolle über ein Kommandoteam. Und mit diesem Team versuchen wir halt, Regeneratoren und Gebäude zu bauen, die Bevölkerung des Planeten zu stärken und verschiedene Ziele zu erreichen, die je nach Spieldurchgang variieren. Also wenn wir jede Runde so ein Zielplättchen haben, wo wir dann drauf gehen können. Müssen unsere Kommandoteams hier jede Runde für bestimmte Aktionen einsetzen und sie gleichzeitig zu spezialisieren. Also können wir sie halt noch aufpimpen, dass sie halt stärkere Aktionen machen und dass sie eventuell mehrere Fähigkeiten können. Das Erfüllen von Missionen, die von der Regierung zugewiesen werden, bringen uns zusätzliche Aktionen ein. Hier sehen wir so ein bisschen so ein Worker Placement, ja. Ich denke mal auch, wer zuerst macht hier, der bekommt halt mehr. Das heißt auch, wenn man früher hinkommt, macht man die besseren Aktionen. Ist so ein Ding, da gibt es ja auch mehrere Spiele, ja. Und das ist manchmal so ärgerlich. Ich denke mal, mache ich das jetzt oder macht der andere das oder gehe ich erstmal dahin und dann geht der andere dahin und dann bekommt man halt nur noch, wie hier, 3 statt 4 und dann kommt man wieder nicht hin. Aber man braucht auch unbedingt ein anderes Feld. Oh, hier cool, so Skelett-Miepel. Ja, vielleicht sind das schon die weiterentwickelten Miepel, die dann weitere Aktionen machen können. Das werden bestimmt diese Zielplättchen sein, die wir erfüllen müssen. Guck mal hier, wie süß, so ein Auto und ein Roboter. Benzin brauchen wir auch. Hier sind die Spieler-Playerboards, auch da können wir uns wieder Sachen freischalten. Vielleicht können wir hier auch füllen, um bestimmte Aktionen zu bekommen. Hier so ein Baustellenspielplan. Ihr seht, jede Menge Material dabei. Ich bin schon gespannt. Ja, da sehen wir das schöne Teil. Und wenn euch das auch wirklich interessiert, dann würde ich euch raten, bestellt es vor, der nicht so steht wie ich da. Oder die bringen dies Jahr mehr mit, weiß ich nicht. Aber so wie ich da verstanden habe hier bei BGG unten, wie gesagt, scrollt da runter, da habt ihr so ein Formular, könnt ihr euch eintragen, E-Mail-Adresse rein, dann schickt das ab und dann könnt ihr halt Spiele reservieren. Und wie gesagt, letztes Jahr wurden auch einige nicht abgeholt, das heißt, ist nicht verbindlich, aber die packen dann halt schon ein bisschen ein und halten die Spiele halt zurück. Da steht auch eine Zeit drin, ich glaube bis Samstag 12 oder was muss man abholen, irgendwie sowas, aber das werdet ihr sehen. Phoenix New Horizon. So, dann kommen wir schon zu meinem vorletzten Spiel, das ist Terminus von Inside Up Games. Das Ganze hat eine Komplexität von 3,65, 90 bis 180 Minuten, 1 bis 5 Spieler. Wir sind hier Leiter eines Verkehrsunternehmens und sind beauftragt worden, eine U-Bahn-Linie mit Tunneln und Haltestellen zu bauen, die die Stadtteile verbinden. Das Ganze ist ein Ressourcenmanagement-Spiel mit einem Rondell und einem variablen Marktplatz. Hier sehen wir einmal die Stadt, wo noch nichts verbunden ist. Und während des Spiels können wir folgende Aktionen ausführen. Kauf von Entwicklung, Upgrades und Materialien. Wir können Lobbyprojekte und Tagesordnung machen. Und Haltestellen und Schienen für unsere U-Bahn-Linie bauen. Und während sich die Wirtschaft dann während des Spiels verändert und die Ressourcen knapper werden, müssen die Spieler versuchen, sich gegenseitig zu überlisten und Prestige zu verdienen, indem sie öffentliche Projektziele und ihre eigenen privaten Pläne erfüllen. Auch hier seht ihr die Worker, deswegen Worker Placement. Ja, hier auch, oh, sogar bedruckte Miepel. Das Ganze sieht schon ziemlich wir aus. Ich hoffe, dass nicht einfach hier so ein nächstes Schienenbauspiel ist, wie, Berlin, New York, wie hieß es? Ich weiß es nicht. War auch so ein Spiel, das war so ähnlich wie Zug um Zug, ja, wo man so ein paar Schienen hingelegt hat. Weil sowas gibt es schon und Zug um Zug kommt keiner dran. Weil hier kann man nämlich auch Stationen bauen, so wie es aussieht. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall von der Komplexität ist es natürlich weit weg von Zug um Zug. Auf den ersten Blick schaut es sehr interessant für mich aus. Terminus. So, jetzt kommen wir schon zum letzten. Und das ist mal wieder ein Spiel von Sorry We Are French. Nicht Sorry We Are Friends. Sorry We Are French. Und zwar ist Shackleton Town Base. A Journey to the Moon. Sorry We Are French bringen meiner Meinung nach immer wieder tolle Spiele raus, ja. Komplexe, die auch auf der Messe gut ankommen. Letztes Jahr war ja eins, der wurde jetzt für Spiel des Jahres nominiert, auf den Reisen von auf den Wegen von Darwin oder so ähnlich. War aber auch Zangu, was sie letztes Jahr rausgebracht haben. Also die haben Expertenspiele wie auch Familienspiele,
die meiner Meinung nach immer echt gut sind, wo sich immer ein Blick lohnt. Auch hier muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, denn schon der Name ist so lang, den kann ich mir schon gar nicht merken. Shackleton Base, A Journey to the Moon. Im Shackleton-Krater, der am Südpol des Mondes ist, wird eine dauerhafte Basis errichtet. Und wir sind Leiter einer dieser Raumfahrtagenturen, die dort errichtet werden. Leider sind noch nicht so viele Bilder drin, deswegen kann ich euch das hier nur zeigen. Wir versuchen in diesem Spiel hier unsere Präsenz in dieser Basis auszubauen, während gleichzeitig die 3 großen Unternehmen, die die Mission sponsern, jeweils ihre eigenen Ziele verfolgen. Ja? Da wird man so ein bisschen konkurrieren. Und in diesen Spielen bauen wir Strukturen auf der Basis und finanzieren Projekte des Unternehmens, die besondere Fähigkeiten und Punktechancen bieten. Wir haben insgesamt 7 Unternehmen drin, von denen wählen wir zu Beginn des Spiels immer 3 Stück aus, also haben wir auch so ein bisschen Variabilität. Und jedes dieser Unternehmen führt neue Projekte, Aktionen und Punktemöglichkeiten und einen spezifischen Mechanismus ein. Ja? Jedes Unternehmen spielt sich da wohl anders. Das Ganze läuft dann über 3 Runden. Die Runden sind jeweils in 3 Phasen unterteilt. Ja, wir haben die Shuttle-Phase, in der wir ein Shuttle-Plättchen aus unserer offenen Auslage ziehen. Diese Plättchen geben uns dann an, welche Arten von Astronauten und Ressourcen wir in dieser Runde verwenden dürfen. Dann haben wir die Aktionsphase, in der wir unsere Astronauten hier auf diesen Mond schicken. Und zu guter Letzt kommt dann die Wartungsphase, in der wir die entsandte Astronauten mit der Arbeit an den Strukturen beauftragen. Und dann gibt es Einnahmen und Wartungskosten. Wie gesagt, ich kann euch hier leider nicht ganz so viel zeigen. Nur das, was ich mir jetzt hier übersetzt habe. Und hier die Bilder, die wir hier sehen, ja, da werden hier unsere Astronauten sein. Und hier können wir hinterher, denke ich mal, die Teile hier warten. Und der Astronaut, der warten kann, der bekommt dann halt hinterher Geld. Deswegen ist es wohl wichtig, auch viele Astronauten dahin zu schicken. Hier hinten können wir sehen, können wir uns noch weitere Astronauten freischalten. Und hier sehen wir mal den ganzen Spielplan. Hier auch nochmal von oben. Optisch jetzt eher nicht so schön, nicht so viel bunt, ja. Viel Grau dabei. Aber ist ja egal, wenn es spielerisch funktioniert, dann ist es trotzdem ein gutes Spiel. Hier sehen wir noch ein Playerboard mit den Astronauten. Ja, die sehen wiederum ganz toll aus hier mit den bedruckten Astronauten. Der hat hier eine Sonderfähigkeit. Der Ganze ist jetzt auch französisch. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine englische Version geben wird. Da können wir ja mal eben reinschauen hier unter Versions. Und zwar English Edition und French Edition. Das war mein letztes Spiel, das ich euch vorstelle. Shackleton Base, A Journey to the Moon. Ja, Lieben, das waren die 10 Worker Placement Spiele, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Habt ihr noch Spiele, die auch da reingehören? Es wird von mir auch noch ein Video geben mit Kenner-Experten-Spiele, 10 Stück oder vielleicht werden es auch mehr. Da sind auch noch Worker-Placement-Spiele dabei, die ich jetzt hier nicht mit reingepackt habe. Ich muss hier irgendwo einen Cut machen, aber da gibt es auch Spiele noch mit anderen Mechaniken dabei. Ich denke, da wird die Tage kommen oder vielleicht ist es auch schon da. Schaut mal gerne rein. Dann wie gesagt, habt ihr noch Spiele, die ihr mir empfehlen könnt für die Messe, Worker-Placement-Spiele, wo ihr meint, das sollte ich mir unbedingt anschauen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann passt gut auf euch auf und bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Videos. Euer Olli von Brettspiel.de. Tschüssi.